Diese Besuchergruppe aus Boston bricht zu einer besonderen Baustelle auf. In Frankfurt entsteht gerade das weltweit erste Krankenhaus im Passivhaus-Standard. Wie viele internationale Besuchergruppen wollen sich auch die Gäste aus den USA dieses bisher einmalige Großprojekt aus der Nähe anschauen. Sie selbst planen, in Boston ein Hochhaus mit Wohnungen und Büros im Passivhaus-Standard zu errichten. Wir als Bauherr müssen natürlich Carsten Valentin von der Zentralen Errichtungsgesellschaft ist zuständig für die Umsetzung des Pilotprojekts im Passivhaus-Standard. Über 143 Meter lang ist das neue Gebäude in Höchst, 23 Meter hoch und nach Fertigstellung wird es über 660 Betten für die Patienten haben. Valentin erläutert bei der Führung auch die Besonderheiten beim Bau eines äußerst energieeffizienten Krankenhauses. Ein Krankenhaus liegt im Gesamtverbrauch nicht wie bei einem Wohngebäude in dem statischen Verbrauch, sondern 80% sind nutzungsorientiert. Das heißt, durch die Medizingerätetechnik, durch die medizinische Nutzung wird hier der Hauptverbrauch generiert. Und deswegen ist es besonders wichtig, bei dem Krankenhaus sich sehr genau anzuschauen, wo wird welche Energie an welcher Tageszeit und in welcher Form verbraucht. Damit bin ich in der Lage, die Energie intelligent zu verteilen und maximal effizient auch dann zu erzeugen. Das Klinikum Frankfurt-Höchst gilt in der Region als Maximalversorger sowie als größtes Kinderzentrum. Über 2000 Menschen sind hier beschäftigt. Dieser Altbau aus den 60er Jahren wird nach dem Umzug der Klinik abgerissen. Bevor hier am neuen Standort in der Windthorstraße der erste Bagger anrollen konnte, waren sehr viele Vorbereitungen nötig. Seit den ersten Planungen begleitet Oliver K. vom Passivhaus-Institut in Darmstadt den Klinikneubau. Zusammen mit Kollegen hat er im Auftrag des Landes Hessen für dieses Pilotprojekt eine Grundlagenstudie erarbeitet. Darin wird untersucht, wie der Passivhaus-Standard speziell in Krankenhäusern umgesetzt werden kann. Durch den 24-Stunden-Betrieb in Krankenhäusern und aufgrund der vielen Energieanwendungen in Krankenhäusern, wie zum Beispiel Sterilisation, Intensivstation, gehören die Krankenhäuser ja zu den Spitzenverbrauchern unter den Gebäuden. Ein weiterer Aspekt, der eben zu höheren Energieverbrauchen in Krankenhäusern führt, ist der, dass die Innentemperaturen höher liegen. Und dann ist es natürlich gerade interessant, hier Energieeffizienzmaßnahmen anzuwenden. Dass es sich gerade bei einem Krankenhaus mit Tag- und Nachtbetrieb lohnt, den Energiebedarf unter die Lupe zu nehmen, das wird auch hier in der Notaufnahme des Höchster Klinikums deutlich. In diesem Schockraum mit vielen medizinischen Geräten werden akut lebensgefährdete Patienten behandelt. Einige Stockwerke höher ein medizinisches Großgerät. Bei der digitalen Subtraktionsangiographie werden Blutgefäße des Gehirns und des Rückenmarks detailliert dargestellt. Das Gerät benötigt auch Energie für die Kühlung. Ansonsten überhitzt die mehrere 100.000 Euro teure Maschine innerhalb kürzester Zeit. Neben der 24-Stunden-Beleuchtung und der Intensivstation zählt im Klinikum Frankfurt-Höchst auch das Elektrophysiologielabor zu den Spitzenverbrauchern an Energie. Hier werden mit modernster Technik Herzrhythmusstörungen behandelt. Allein für einen Patienten laufen die zahlreichen Geräte und Monitore rund 2 Stunden lang. Wir haben tatsächlich versucht, uns alle Prozesse, alle medizinischen, alle technischen Geräte im Krankenhaus vorzunehmen hier und zu untersuchen, also inwieweit durch Verbesserung allein der Effizienz man hier den Energiebedarf im Krankenhaus verringern kann. Diese Energiebilanzierung für den Neubau in Höchst war eine gewaltige Aufgabe. Das bestätigt auch Carsten Valentin. Er hat bereits in Bad Homburg den Neubau der Hochtaunus-Kliniken technisch verantwortet. Die Thermosimulation war eine Herkulesaufgabe für alle Beteiligten. Zum einen natürlich für die Planer, es war Neuland, aber auch für die Nutzer, für die Mediziner, das Verständnis zu haben, sich die Zeit zu nehmen, aber auch sich mit ihrem Prozess zu befassen und mit dem Prozess auch real umzugehen. Das heißt, ohne eine gesteigerte Reserve oder ohne Angstzuschlag die Informationen preiszugeben. Auch die Hersteller der medizinischen Großgeräte mussten davon überzeugt werden, von den Standardwerten abzurücken und für die thermische Simulation mit reellen Werten zu arbeiten. Wie wichtig die genaue Bilanzierung des Energiebedarfs ist, das verdeutlicht wiederum die Grundlagenstudie des Passivhaus-Instituts.
Wird nach konventionellen Verfahren bilanziert, dann entgeht den Planern ein großer Teil des tatsächlichen Energiebedarfs im Krankenhaus. Wir beginnen mal hier. Rot ist Heizung, Trinkwasser ist dieses Tortenstück, dann Lüftung, dann Bereich Kühlung und Beleuchtung. Und das wäre der Bereich, der bei konventionellen Energiebilanzverfahren betrachtet wird. Das heißt, rund die Hälfte des Gesamtenergiebedarfs des Krankenhauses haben wir gar nicht im Blick. Weder der Energiebedarf für EDV und Verpflegungsküche, noch der für Sterilgutversorgung, Magnetresonanztomographie oder sonstige Anwendungen wird bei bisher üblichen Berechnungsmethoden berücksichtigt. Damit entgeht den Planern natürlich gleichzeitig auch ein großer Teil des Kühlbedarfs für die Geräte. Die Studie des Passivhaus-Instituts kommt nicht nur dem Krankenhaus in Frankfurt-Höchst zugute. Insgesamt gibt es in Deutschland über 2000 Krankenhäuser. Viele der Gebäude sind sanierungsbedürftig. Wenn saniert oder neu gebaut wird, dann energieeffizient und zugeschnitten auf die Bedürfnisse einer Klinik, so die Überlegung. Auch die Patienten werden von dem äußerst energieeffizienten Gebäude profitieren. Sie erwartet unter anderem eine verbesserte Raumluft in den Krankenzimmern, die auch auf die Lüftungsanlage zurückgeht. Das erfahren auch diese Bauexperten aus China bei ihrem Besuch in Frankfurt. Sie sind in Deutschland, um sich das Pilotprojekt in Höchst anzuschauen. Sehr gerne führt Carsten Valentin die Besucher auch auf den Hubschrauberlandeplatz. Hier auf dem Dach des Krankenhauses genießt auch die Gruppe aus Boston den Sonnenschein. Und das Gefühl, mit dem weltweit ersten Passivhaus-Krankenhaus Zeuge eines zukunftsweisenden Projekts zu sein. Pretty efficient and there are no